Ab Mitte Februar bin ich wieder regelmäßig und vor allen Dingen gerne in meinem Gewächshaus. Denn dann sähe ich Tomaten, Gurken und Paprika aus, weil ich das Gemüse ja nicht im Sommer im Supermarkt kaufen will. Welche Gemüsearten sich für die frühe Aussaat als Vorkultur im Gewächshaus oder aber auch auf der Fensterbank eignen, was ihr dafür braucht und vor allen Dingen, was ihr wissen müsst, das erfahrt ihr heute bei mir. Alles, was man zum Aussehen braucht, habe ich mir hier mal hingestellt. Allen voran natürlich Saatgut. Ganz wichtig ist aber auch das Substrat, die Aussaaterde. Die kann man entweder fertig kaufen oder selbst zusammenmischen. Dann brauchen wir jede Menge Gefäße, zum Beispiel gebrauchte Tontöpfe, hier solche Zellulosetöpfe. Jiffis, die sehen jetzt ein bisschen lustig aus wie Untertassen, aber wenn man die ins Wasser einlegt, ploppen die auf, werden groß und da kann man prima ran aussehen. Oder solche alten gebrauchten Multizellplatten. Für empfindliches Saatgut auch nochmal so ein Zimmergewächshaus. Wenn man später absäen will, hier nochmal ein Sieb. Und zum Schluss, wenn man vergesslich ist, auch noch ein Aussaatkalender. Da steht nämlich alles drin, was man wann wie tief aushängt. So, und jetzt kann es losgehen. Die Aussaaterde ist so ziemlich das A und O bei der Jungpflanzenanzucht. Welche Kriterien sollte sie erfüllen? Naja, sie sollte erstmal feinkrümelig sein, sie sollte wenig Nährstoffe enthalten, also salzarm sein, sie sollte eine gute Wasserführung haben, also nicht zur Staunässe neigen. Am besten ist es natürlich torffrei, das schont die Umwelt. Und vor allen Dingen, sie sollte möglichst keimfrei sein, also keine Krankheitserreger enthalten. Deshalb, man kann sie natürlich selber mischen, zum Beispiel 1/3 Maulwurfshügelerde, 1/3 Sand und 1/3 Kompost. Die muss man dann aber vorher zum Beispiel im Backofen und in der Mikrowelle noch sterilisieren. Am einfachsten ist es deshalb, man kauft fertige Aussaaterde. Die kosten nicht so wahnsinnig viel und vor allen Dingen, man ist auf der sicheren Seite, weil Saatgut ist natürlich auch nicht ganz billig. Ja, und was kann man jetzt Mitte Februar, Ende Februar schon alles aussehen? Naja, es fängt mit den ersten Fruchtgemüsearten an, zum Beispiel mit Paprika oder mit Peperoni. Artischocken, bisschen ungewöhnlich, aber trotzdem lecker. Salat, Kopfsalat zum Beispiel. Aber auch die ersten Kräuter, wie der Lavendel oder der Rosmarin oder die Andenbeere Physalis. Die etwas unerfahrenen Gemüsegärtner unter euch, die fragen sich vielleicht, ja, warum mache ich das überhaupt Vorkultur drinnen? Naja, die Antwort ist ganz einfach. Die Gemüsearten, die Fruchtgemüse können ja erst nach den Eisheiligen nach draußen. Wenn ich dann erst draußen aussäen würde, naja, dann würden Tomaten, Paprika und Co. eigentlich gar nicht mehr reif. Deshalb muss ich mir diese 2 Monate vorher oder 6 Wochen vorher gönnen und sie drinnen vorkultivieren. So, und wie machen wir das? Naja, erstmal aufreißen und dann gucken wir uns mal das Saatgut hier an. Das ist zum Beispiel Paprika. Solch relativ grobes Saatgut kann man natürlich auch direkt aussäen, weil man sie einzeln anfassen kann. Also ich habe hier so ein Pikierstäbchen, die kommen etwa 1 cm tief in die Erde. Zumachen und schon fertig. 1 cm tief. So, man kann natürlich auch mit solchen Jiffy- oder Erdquelltöpfen arbeiten. Wie gesagt, so kleine Scheiben. Die füllt man mit Wasser auf. Hier mit meiner schönen alten Schneiderkanne. Die saugen sich jetzt voll Wasser. Die lassen wir jetzt erstmal stehen, bis sie gequollen sind. Man muss auch nicht unbedingt was kaufen. Hier noch eine alte Styroporkiste. Wichtig nur, dass Löcher drin sind für den Wasserabzug. In so eine Aussaatkiste, da kommt das feine Saatgut rein, dass man nicht einzelkornmäßig aussäen kann. Zum Beispiel Salat passt da ganz gut, aber auch die Kräuter, wie zum Beispiel den Lavendel, den sät man eher in so eine Saatschale aus. Den Salat, den könnte ich natürlich prinzipiell auch direkt aussäen. Natürlich dann erst, wenn es
entsprechend warm draußen ist. Aber hier durch die Vorkultur spare ich vielleicht 4, 6 Wochen und dann habe ich natürlich schneller den Salat als mein Nachbar nebenan. Das Saatgut, das ist schon ziemlich fein. Da fällt es doch schon schwer, die einzeln auszusäen. In diesem Tütchen sind jetzt 150 Pflanzen und wenn alles glatt läuft, idealerweise natürlich auch 150 leckere Salate. Natürlich passen nachher die 150 Salatköpfe nicht in diese kleine Kiste, sondern wir pikieren nochmal. Wenn sich so das erste, zweite Keimblatt zeigt, dann ist die richtige Zeit zum Pikieren. Dann nimmt man die Pflanzen ganz vorsichtig und pflanzt dann in größere Töpfe oder zum Beispiel in unsere Schiffis hier. Man kann natürlich auch in eine Schale verschiedene Sachen aussäen, dann einen kleinen Stock dazwischen, dann weiß man auch, was Salat und was Lavendel ist. So, aller guten Dinge sind 3. Jetzt kommt noch der Rosmarin dazu. So, und jetzt kommt unser Sieb ins Spiel. Vorhin bei der Einzelkornsaat, da habe ich ja tief in die Erde, hier zum Beispiel 1 Zentimeter tief eingesät. Das geht natürlich hier nicht bei der breitwürfigen Saat. Deswegen wird hier jetzt übersiebt. Ganz wenig, nur das Saatkorn gerade bedeckt ist. Vor allen Dingen je nach Saatgut sehr dünn übersieben, also nicht hier 3, 4 Zentimeter, sondern eher einen halben bis 1 Zentimeter hoch. Und dann wird das Ganze einfach noch angegossen. Auch mit einer feinen Brause am besten. Das Ganze decke ich dann immer ganz gerne noch mit ein bisschen Zeitungspapier ab. Dann hat man ein sehr schönes Mikroklima darunter, bis dann die Samen gekeimt sind. Und das Ganze stellen wir dann auf die Fensterbank. Ganz wichtig ist es, dem Keimling die idealen Bedingungen zu bieten. Denn je schneller die ganze Jungpflanzenentwicklung vonstatten geht, desto geringer ist das Risiko, dass die Pflanzen auch noch krank werden. Jeder Keimling oder jede Pflanze hat natürlich ihre individuellen Ansprüche. Zum Beispiel die Peperoni, die Paprika, ja, die mögen es um die 20 Grad, 25 Grad. Die Tomaten sind schon mit 20, 22 Grad zufrieden. Der Salat zum Beispiel, der mag es gar nicht über 20 Grad haben. Und so muss man dann natürlich den entsprechenden Standort für seine Jungpflanzenanzucht finden. Wichtig ist auch Licht, gerade nach der Keimung, wenn die Pflanzen sich entwickeln. Je weniger Licht sie haben, desto dünner, desto weicher werden sie. Der Gärtner spricht auch von vergeilen. Und das wollen wir natürlich nicht haben. Deswegen möglichst hell. Deswegen ist so ein Gewächshaus natürlich ideal. Wer es nicht hat, dann möglichst nah an die Fensterbank. Und noch was, der Keimling darf nicht austrocknen. Auch ganz wichtig. Also regelmäßig gießen, immer überprüfen, damit die Keimlinge auch feucht genug sind. Wenn sie dann schon etwas größer sind, wenn man pikiert hat, also schon mal vereinzelt hat, dann kann man die Temperaturen auch ganz langsam ein bisschen runtersetzen, damit die Pflanzen auch ein bisschen abgehärtet werden. Und das Ganze stellen wir jetzt wieder auf die Fensterbank. So, und wie geht's jetzt weiter? Naja, in 10 bis 14 Tagen zeigt sich hier das erste Grün. Nach etwa 3 Wochen, wenn man breitwürfig gesät hat, kann man die Pflanzen vereinzeln oder der Gärtner sagt pikieren. Und weitere 3 Wochen später, ich habe da mal was vorbereitet, sieht meine Paprikapflanze dann so aus. Die kommt dann in Pflanz- oder Blumenerde in einen größeren Topf. Und Mitte Mai sieht sie dann so aus. Dann können wir sie ins Freiland pflanzen oder ins Gewächshaus. Und Mitte August ist dann aus so einem kleinen Saatkorn so eine dicke, gesunde Paprika entstanden. Ist doch ein kleines Wunder, oder? Und wenn euch meine Tipps zur Vorkultur von Tomate, Paprika, Salat und Co. gefallen haben, dann gebt mir ein Like oder besser noch, abonniert gleich meinen Kanal.